Live aus dem Herzen Neuköllns, der Krypto Talk. Heute unser Thema Selbstoptimierung und Musik. Es diskutiert die Band Krypto Kosmetik. Razumroll, Keyboarder und moderner Teilzeitguru mit flexiblen Gefühlen. Piotr Pawlenski, Schlagzeuger und Aktivist mit Hang zur Passivität. Patrick von Gassenhauer, Gitarrist und Experte für transzendentale Humorökonomie. Leon Löwenherz, Sänger und manisch-visionäre Dampflok mit akuter Entgleisungsgefahr. Leodorno W. Vollmilch, Bassist und Kritiker für alles und jeden, außer sich selbst. Und hier ist Ihr Gastgeber, Lars Lecker Auflauf! Willkommen im leistungsorientierten Kosmetikstudio für perfekte Diskussionskunst der Band Krypto Kosmetik. Sie werden nun im ersten offiziellen Krypto-Talk über Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung und die Ausweglosigkeit auf dem Laufband des Kapitals diskutieren. Doch hören Sie zunächst selbst den Song Selbstsüchtig. Ich bin selbstsüchtig, seit 30 Jahren drauf. Mein Herz hier auf der Hand, gewankt, mein Kopf schlägt was drauf. 70 Kilo Anspruch und der linke Durchbruch wächst. 100 Kilo Wortwitz und der rechte Krampf zerfetzt. On my feet is, they're working in a fitness room, baby. On my feet is, they're working so hard and they're working so hard. On my feet is, the fitness room. On my feet is, they're working so hard. Und da kommen wir auch schon zu unserer ersten Frage. Petro Parmesano, inwiefern Selbstoptimierung für Sie als Musiker innerhalb der Band ein Thema? Für mich fängt es da an, wo ich nach der Bandprobe nach Hause komme, mich entspannen will. Ja, auf den Sack gekriegt habe von allen. Ja, weil es läuft halt nicht so. Und dann kriegst du bei YouTube, willst dich entspannen? Kriegst du bei YouTube vorgeschlagen, 3-minütiges Video, hier können sie noch, hier das Lick und da noch ein. Wissen Sie? Ja. Da denkt man dann, man ist jetzt fertig irgendwie, man entspannt sich jetzt und dann hat man aber noch die Option, während des Einschlafens sich noch ein Tutorial anzuschauen. Die Option, während des Musikmachens schon sich selber zu optimieren, bestände in diesem Fall für Sie nicht? Das ist eine gute Frage. Ja. Während des Musikmachens, optimieren. Das ist ja, also, ich versuche es ja eigentlich immer dahin zu schieben, dass ich eher fühle. Beim Musikmachen. Und die Optimierung scheint mir da wirklich dem entgegenzustehen. Gibt es da bei Ihnen unterschiedliche Ansichten, dass Sie das Gefühl haben, dass Musik Sie selber optimiert? Herr Vollmilch. Na, es stellt sich die Frage in dem Zusammenhang, wenn man Kunst macht, wenn man Musik macht und dabei zu einer gewissen Perfektion gelangen möchte, ob das grundsätzlich schon quasi der Verrat an einem selber sei. Dem würde ich eigentlich widersprechen, weil ich denke, dass es wichtig ist, sich auch zu Sachen zu drängen, von denen man vielleicht vorher nicht dachte, dass man sie kann oder von denen man geglaubt hat, dass man sie nicht könnte, um dann zu sehen, was man doch quasi schaffen kann. Aber da sehen wir ja schon die gegensätzliche Herangehensweise. Auf der einen Seite haben wir den Herr Vollmilch, der sagt, Musik machen ist auch eine Art von Leistungssteigerung. Es ist auf jeden Fall möglich, sich zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir Herrn Petro Pubelmann, der sagt, ja, nein, ich möchte fühlen. Ich möchte einfach nur da sein und gar nicht an eine Optimierung denken. Gibt es da Positionen dazwischen? Ich habe gerade nur gedacht, so, also es gibt halt immer die typische Situation, dass zum Beispiel beim Singen, ne? Ja. Singen und dann kriegt man gesagt, man singt schief. So, ne? Man singt schief. Ja. Und natürlich ist das ein berechtigter Kommentar, aber ich habe halt das Gefühl, wenn man das nur hört, also wenn man es oft hört, einfach das singt schief, wird man total verunsichert und dann kommt eben genau dieses Ding rein, dass meine Stimme muss gut sein, die muss irgendwie was Gutes singen und das finde ich halt, dieser Anspruch kotzt mich halt einfach mega an, dass ich das dann im Kopf habe und denke, meine Stimme muss irgendwie
einfach gut werden und es blockiert einfach. Das ist halt diese, wo die Selbstoptimierung, ohne dass man es will, reinkommt und einen stresst. So. Und das, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das andere auch Selbstoptimierung, dass man dann das ganz krass fühlen will, ist ja letzten Endes auch dann ein Anspruch an, kommt man da raus, weiß ich nicht. Ja, aber dann sitzt man ewig am Schlagzeug und denkt, warum fühle ich denn jetzt nicht? Ja. Nicht wahr? Warum fühlt es denn Und sich warum? jetzt nicht geil an? Und warum? Warum fühlen Sie denn nicht, wenn Sie am Schlagzeug sitzen? Gegeben sei der Fall. Woran kann das liegen? Du fühlst es auch. Ich fühle es auch. Sie fühlen es auch. Wo fängt denn Selbstoptimierung an, ist ja auch die Frage. Aber das ist doch genau der Punkt, dass man, wenn man dann sitzt und dann halt die ganze Zeit denkt, man müsste fühlen, ist es nicht auch genau die gleiche Optimierung des Fühlens? Also Was wäre denn ein optimiertes Fühlen? Geht es hierbei um die Masse, um die Steigerung der Qualität oder doch eher darum, möglichst viel? Ich glaube, es geht einfach... Bandbreite, die ganze Bandbreite. Ich glaube, es geht darum... Bandbreite. Was wäre denn die Bandbreite? Was wäre Ihnen denn wichtig in der Musik, Herr Razum Rowe? Na, die Bandbreite ist von größter Bedeutung, würde ich sagen, weil wir sind ja als Band darauf bedacht, jede Hörgewohnheit zu befriedigen. Deswegen wandern wir durch die Stile, nageln uns da nicht so fest und sind dann aber auch in der Lage, wirklich überall, also von der Schlagerparty bis zum Punk-Event, sage ich jetzt mal, auch alles zu bespielen, den Leuten das zu geben, was sie hören wollen. Ja, Damit jeder sich für seine eigene Selbstoptimierung auch entscheiden kann. Genau. Im Zuschauerraum. Und es ist, finde ich, sehr wichtig, auf vielen oder sogar allen Hochzeiten zu tanzen oder zu spielen, besser gesagt. Aber gleichzeitig Das Potenzial zu haben, es zu können, es nicht zu müssen. Aber Also auch sich nicht in eine Sache verrennen, sondern die ganze absoluter- Bandbreite bedienen. Aber es ist absoluter Bullshit auch einfach. Also wir sehen ja schon, es gibt unterschiedliche Ansichten innerhalb der Band. Die eine Seite sagt, die größte Bandbreite, möglichst virtuos zu sein, wäre sozusagen ein Optimierungsanspruch. Ja, aber das machen wir ja nicht. Also wir reden jetzt gerade, aber wir machen das ja nicht. Noch nicht, Wir machen noch das ja nicht bei der Ja, Noch aber nicht. ich Es denke, gäbe dass also wir die da Möglichkeit, auch, in diese hinkommen Richtung als können. Band zu gehen für Sie. Es muss ja. Nee, Heute das kannst du ist- dich ja nicht mehr festlegen. Ah, Bullshit. Komm. Muss doch Wir machen alles doch was- ansprechen. Wir machen doch was Die Leute anderes. sind so pluralistisch in ihrem Kopf. Also es geht Ihnen doch darum, ansprechend zu sein, für das Publikum Musik zu machen, damit Sie möglichst selbst optimiert nach außen hin wirken. Ja. Also ich finde, man kriegt die Optimierung auch gar nicht raus aus der Musik, also aus dem Kunstmachen. Ich glaube, das ist vielleicht die Selbstillusion, dass man irgendwie dass es nur Spaß macht die ganze Zeit. Kunst machen. Ich glaube, dass es einfach dazugehört zum Kunstmachen, dass man auch leidet und auch an seiner eigenen Unfähigkeit leidet, aber dass man das dann auch überwindet und dadurch dann wirklich auch echte Erfolgserlebnisse hat, weil echte Erfolge können ja nur entstehen, wenn auch wirklich Widerstand da ist. Aber man muss einfach auch mal das geil finden, man muss einfach auch mal feiern. So. Wenn man jetzt einfach diese Haltung übertreibt, und das finde ich auch so ein Ding, dann, wenn diese Haltung übertreibst, dann wird es auch wieder zum Selbstoptimierung. Wir müssen dieses Leiden. Und dann ist es eben genau das. Man denkt so, man ist so voll, weiß ich nicht, aber es ist dann genau diese Selbstoptimierung, weil du musst ganz tief rein ins Leiden. Man kann es einfach mal geil finden. Und einfach Aber das ist feiern, auch so. Optimierung des eigenen Fühlens. Man muss es einfach geil finden. Ich finde es ja ganz oft geil, sonst würde ich das mir ja nicht so viel Arbeit machen. Aber Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Aber wenn ich es geil finde, dann finde ich es halt geil. Aber wenn ich irgendwas zu kritisieren habe oder irgendwas finde, das noch nicht funktioniert, dann finde ich es halt einfach so. Und dann bringt es mir auch nicht, mir dann zu sagen, aber es war geil. Sondern ich kann das dann wahrnehmen und dann will ich das halt ändern. Aber ich mache mich deswegen ja auch nicht komplett kaputt. Sofort als Künstler und als Musiker. Nur weil ich irgendwie mal sage, das habe ich aber verkackt. Ja, würden Sie sich als selbstsüchtig bezeichnen? Sie als Musiker, sind Sie süchtig nach Ihrer eigenen Musik? Ja, irgendwie schon nach dem... Man ist schon, ja, selbstsüchtig auf jeden Fall. Das ist ja was man auch nicht... Man muss es ich muss immer doch wieder zugeben, dass man doch irgendwie dann wieder in seinem Selbstsuchtbrei festhängt manchmal. Ja. Sie hängen fest in Ihrem Selbstsuchtbrei. Ist der für Sie bekömmlich? Schmeckt der Ihnen, dieser Brei? Der schmeckt gut, aber er ist halt auch... Also wenn zu viel einfach davon ist, das ist scheiße. Schmeckt nicht. Okay, also es gibt ein zu viel. Milch. Gibt es denn also einen Also Ausweg? Gibt es einen Ausweg aus der Selbstoptimierung, wenn sie Ihnen zu viel wird? Und wie würde der aussehen? Na, ein Ausweg ist zum Beispiel, dass man halt gerade an dieser Stelle in Sehr gute Antwort. Wir machen gleich weiter nach der Werbung, wenn es wieder heißt Selbstsucht, Selbstsucht, Selbstsucht optimal. Bis gleich.
Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen aus der Werbeunterbrechung. Wir sind hier bei dem Krypto Talk mit der ultimativen Band Krypto Kosmetik. Meine Herren, inwiefern würden Sie denn Ihren Bandkollegen Ihre eigene Selbstoptimierung aufdrängen? Ja, also dieses Bild, ich habe immer dieses Bild im Kopf, ja, von dieser Band, die so gemeinsam in der Ekstase verschwimmt, sich irgendwie auflöst, ja, die Haut löst sich vom Körper, alle sind Halleluja und sind nur noch irgendwie am Wabern in der Musik, ja, dieses Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf. Passiert aber einfach nicht, ja, dann sitzen die da und sagen so. Ja. Guck mal hier. Ja. Herr Rollrasen, Sie haben natürlich auch verschiedene Freizeit. Herr Resume, Sie beschäftigen sich seit längerer Zeit auch mit dem Thema, warum, wenn nicht ich, es riecht doch so gut. Was hat es damit auf sich? Meine Damen und Herren, vielen Dank dafür. Ja, was jetzt? Was ist denn jetzt? Genießen! Mann, Ja, genießen! Ja, oder auch mal schweigen. Aber es ist ja auch nicht, es ist halt, auch in Ordnung. es gibt Ja, halt Ich auch werde gerade angeschwiegen, Leute. Nein, das Schweigen ist ein Geschenk, ja. Dass wir uns auch nicht immer nur die ganze Zeit Sachen sagen, sondern auch mal in Übereinstimmung schweigen. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Das wäre auch ein großer Schritt nach vorne. So. Schweigen ist Gold. Wer weiß? Das klingt natürlich sehr, sehr gut. Herr Vollmilch, wie Auch ist... politisch. Wir sind auch politisch. Sie sind auch politisch. Also wir als Band sind auch politisch. Das ist auch ein Anspruch. Ich bin auch politisch. Jetzt auf einmal oder was? Ja. Auf einmal, oder was? Das heißt, haben Sie eine gemeinsame Politik, auf die Sie sich einigen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, dass man dann einfach mal alles in Frage stellt, einmal so kurz. Von jeglichen Richtungen kommt dann immer so. Ja. Piotr, merken Sie eigentlich noch etwas? Ich bin völlig abgestumpft. Ja. Wirklich abgestumpft. Also meine Fingerkuppen spüren nichts mehr. Ja? Ja. Sie sind völlig tot. Abgestumpft. Tot. Ist das nicht wunderschön auch? Es ist wunderschön. Es ist ja nur so auszuhalten, sage ich mal. Ja? Aha. Dieser ganze Wust. Herr Dr. Professor, wäre das für Sie nicht auch ein spiritueller Moment, wo der Schlagzeuger selber erstirbt, das Ego stirbt, aber ein Hahn wird in ihm wiedergeboren, er ist in der Gestalt eines Hahnes wieder da. Für Sie auch vielleicht ein Weg darauf hinauszustreben? Wir sind ja auch alle eitle Gockel, insofern passt es ja, dass wir dann auch als Hähne wieder Sind eitle Gockel und legen ihre eitlen Eier der Kunst sozusagen hier auf diesem Präsentierteller ab. So ist es. So ist es wohl, okay. Und wir mischen dann auch unsere Eier zusammen zu einem Gebräu, Ja, das oft gut ist. das ist oft Gutes. Also Sie mixen sich aus sich selber ihren eigenen Drink, den Sie sich selber dann wieder einflößen. So ist es. Aha, also Selbstoptimierung. Immer. Immer. Bedingungslos. Bedingungslos. Nur die Frage wie, ne? Selbstoptimierung ist da, aber man muss ja halt
Richtig mixen. Ja, Kommt auf die richtige Mischung an. Aha, und kommt da jetzt noch etwas Salz hinein oder haben Sie schon was vorbereitet vor der Sendung? Ja, 2 Minuten wird das. Aha, Sie werden das jetzt hier. Wird also kurz durchgemixt, sehr schön, das sehe ich hier gerade. Wunderbar. So ist wieder ein neuer Song bei uns. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Krypto-Talks. Ich glaube, alle Fakten wurden beseitigt und alle Missstände haben sich aufgelöst und alle Gespräche wurden nicht geführt. Ich hoffe, Sie schalten das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt... Dankeschön.